Es sind Lizzie, ich bin 25 Jahre und ich komme aus dem Prenzltal. Ich habe den T-Zell-Lymphom, das nennt den auch Lymphdrüsenkrebs. Und das ist am Alter mit 17 Jahren entdeckt worden, wo ich immens viel Schüttelfrost und Grippesymptome hatte. Und dann noch einen Monat, als das dann rausgefunden wurde. Wie ich bis zu Hamburg an der Klinik war und ich ein Mädchen aus der Diele gesehen habe, ohne Haar, dann wusste ich, okay, schon Krebs. Und bis dahin habe ich das nicht wirklich realisiert. Am Anfang war geplant, dass ich just eine Chemotherapie kriege und dass es dann noch gut sein soll. Und dann hatte ich aber Rezidiv, das heißt, dass ich rückfällig gehen und dann ist es doppelt so schlimm zurückgekommen. Und dann hat der Doktor gesagt, dass ich unbedingt eine Stammzellentransplantation kriegen muss, sonst gebe ich nicht überleben. Mein Doktor hat mir gesagt, sie geben anfangen, eine Spender zu sichern, weil mein Bruder leider nicht kompatibel war. Während der Zeit kriegte ich eine Hochdosis-Chemo. Das heißt, mein ganzer Körper ist auf Null gefahren. Aber dann kam der Tobi und dann kriegte ich von ihm Stammzellen und das hat auch gut geklappt. Ich bin Tobi aus Bayern und ich bin der Spender. Bei uns hat es in der Umgebung eine Typisierungsaktion für ein kleines Kind gegeben und da habe ich dann spontan beschlossen, mich typisieren zu lassen. Ich habe auch 2 Kinder zu Hause und es hätte mein Kind sein können, mit dem er vielleicht mit so einem kleinen Aufwand helfen kann. Nach ungefähr 7 Monaten habe ich schon einen Anruf bekommen, dass ich eventuell als Spender in Frage komme. Bei dem Telefonat wurde mir schon alles erklärt, wie denn so eine Spende abläuft. Und ich wurde nochmal gefragt, ob ich auch bereit dazu wäre und habe dann schon 14 Tage später die Vorsorgeuntersuchung im Krankenhaus gehabt und weitere 14 Tage später war dann die Spende. 4 oder 5 Tage vor der Spende habe ich mich 2-mal am Tag mit einem Medikament spritzen müssen. Gar kein Problem, überhaupt nicht schlimm. Und dann ist es eigentlich wie Blutspende. Also an einem Arm wird das Blut rausgenommen, am anderen Arm wird es wieder reingeleitet und dabei werden einfach die Stammzellen extrahiert. Also überhaupt nichts Schlimmes, nichts Schmerzhaftes, überhaupt nichts. Also ich kriege eben die Stammzellen und dann hat mein Immunsystem sich abgebaut. Das war am Anfang ganz schwer, also ich war ganz schwach und dann also mir war besser gegangen und ich konnte ein bisschen abstehen, ein bisschen gehen, ein bisschen essen. Und das war so ein ganz löser Prozess. Mehr löser habe ich mehr Kraft gekriegt. Und dann noch ungefähr einen Monat, wie ich in Isolation war, sind ich dann noch endlich für rund dir gegangen. Und ja, da war das gut gegangen. Es hat natürlich immer noch Momente, wo man darüber nachdenkt. Ich meine, das ist eine Zeit gewesen, wo man trotzdem aber viel mit dem Tod konfrontiert wird als junger Mensch. Und ich denke aber, dass ich eine richtig gute Unterstützung die man hat. Und das hat mich so weit gebracht, dass ich wirklich am Alltag sich ganz gut damit einzugehen. Natürlich habe ich Momente, wo ich mich oft darüber nachdenke. Aber am Großen und Ganzen ist die Freude, aber gesund zu sehen und im normalen Leben so viel mehr groß wie der Schmerz von dem muss. So, weil das gehört zu mir, die Krankheit, das hatte ich, aber das ist aber nicht mein ganzes Leben. Nach der Spende habe ich ein Buch bekommen, wo einfach so Geschichten über Spender und Empfänger drin standen. Und das war dann so der Auslöser, wo ich mir gedacht habe, ich möchte die Person vielleicht auch kennenlernen oder vielleicht möchte mich die Person auch kennenlernen. Und dann war ich einfach gespannt, wie es der Empfängerin geht, ob eine Rückantwort kommt. Und das ist dann eigentlich relativ schnell Rückantwort gekommen. Also ich habe mich mega gefreut, als der Brief kam. Und natürlich, das war schon komisch, weil alle persönlichen Details, die wurden alle durchgestrichen. Also das ist sehr streng, auch wegen der Anonymität und so. Aber ich wusste sofort, okay, ich will diese Person unbedingt kennenlernen, die mir das Leben gerettet hat. Also die ersten 2 Jahre war das nur anonymisiert möglich. Und dann haben wir schon, als es auf Ende dieser 2 Jahre zuging, gesprochen, wir würden gerne die Adressen austauschen. Das war dann auch möglich. Und irgendwann bin ich dann mit Familie mal nach Luxemburg gekommen. Ich wollte mal Ferien in Luxemburg machen, hieß es. Und ja, dann ist die ganze Familie zu uns gekommen, also zu mir nach Hause. Und am Anfang war ich mega nervös natürlich, aber als ich dann die Tür aufmachte, das war so schön und irgendwie hat man sich sofort so familiär gefühlt, obwohl man die Person noch nie gesehen hat. Ja, ja, so, schöner Moment.